Wer das australische Outback mit dem Fahrrad durchqueren möchte, sollte sich über einige Dinge im Klaren sein. Während die Küstenregionen Australiens relativ stark besiedelt sind, findet man im Zentrum des Landes so gut wie kein Leben mehr vor. Hier wird es extrem heiß und es ist super trocken und man findet kein Trinkwasser mehr. Unsere Wäsche hängt, die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Auf dieser Strecke gibt es alle paar hundert Kilometer eine Tankstelle, wo man seine Supplies wieder auffüllen kann. Dennoch muss jeder Kilometer genauestens geplant werden, damit man weiß, wie viele Lebensmittel man mit sich führen muss. Das ist unser Einkauf für die nächsten paar hundert Kilometer. Kohlenhydraten, Instant-Nudeln, alles was leicht ist, was gepresst ist, was viel Energie enthält. Die Nervosität, die steigt jetzt nur so langsam. Was machen wir hier eigentlich für eine Scheiße? Darüber hinaus gibt es auf dieser Strecke giftige Spinnen und Schlangen. Man findet auch wilde Dingos, ja, wilde Hunde vor. Die größte Gefahrenquelle auf dieser Strecke sind nicht die Tiere und auch nicht die Insekten, sondern eigentlich sind das die Roadtrains. Das sind LKWs, aber in Australien heißen die halt Roadtrains. Die haben bis zu 4 Anhänger, die sie hinter sich herziehen. Also die sind super lang, die können bis zu 53 Meter lang werden und wiegen bis zu 120 Tonnen. Runter! Diese Tour eignet sich nicht mehr für Anfänger. Man sollte wirklich darauf vorbereitet sein, mehrere Wochen durchs Nichts zu fahren, bis man wieder auf Zivilisation trifft. Wir werden jetzt aufbrechen in unser größtes Abenteuer, welches wir in 2 Jahren Radreise bestreiten werden dürfen. Wir haben 10, 20, mit den Flaschen 27 Liter Wasser dabei, Essen für mehrere Tage und wir hitten jetzt den Stuart Highway bis nach Alice Springs. So, jetzt ist es offiziell, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt sind wir drin im Outback. Auf unserer bisherigen Radreise hatten wir immer Zugang zu Lebensmitteln und Wasser. Das ist ab jetzt vorbei. Hier draußen in der Wüste nur auf unsere Vorräte, Ausrüstung, Fahrräder und unsere Fähigkeiten angewiesen zu sein, ist ein intensives Gefühl. Ich freue mich darauf, aber diese endlosen leeren Weiten wirken auch bedrohlich auf mich. In den letzten 2 Jahren unserer Radreise hat sich in mir ein tiefes Urvertrauen entwickelt, das mich lehrt, neue Herausforderungen anzunehmen und mich an jede kommende Situation anzupassen. Doch alleine ins Outback zu fahren, tausende Kilometer in jede Himmelsrichtung in die Einsamkeit zu radeln, hinterlässt selbst in diesem Vertrauen eine Spur Unbehagen. Tag 1 ist überstanden, heute startet Tag 2. Kurzes Fazit, von unseren 27,5 Litern sind jetzt noch 12 Liter Wasser übrig. Und
und wir haben gestern ca. 50 Kilometer gefahren. Wir hatten extremen Gegenwind gehabt, sind überhaupt nicht vorangekommen. Und bis zur nächsten Wasserstelle sind es jetzt noch 125 Kilometer bis zum ersten Roadhouse. Das heißt, wer jetzt rechnen kann, dem wird jetzt auffallen, dass es ganz schön knapp wird mit dem Wasser. Und hier könnt ihr jetzt das richtige Outback sehen. In die Richtung, ich weiß es nicht, könnte ich jetzt 4000 Kilometer lang gehen und ich würde auf nichts treffen. Nur Wildlife und Busch. Und sowieso der ganze Boden ist hier bedeckt. Alles voll mit Wildtierspuren. Als ich heute Morgen aus dem Zelt rausgekommen bin, habe ich ein Känguru gesehen. Das ist auf der Straße lang getapst. Ja, hier ist alles voll. Wir teilen uns die Natur mit den Wildtieren und werden bestimmt auch noch die eine oder andere Begegnung haben am Zelt. Ich hoffe, sie lassen uns in Ruhe. Wir lassen die ja auch in Ruhe. Schatz, da gibt's Wasser. Die Geschichte hier ist eine Falle. Hier gibt's kein Wasser. Guckt euch das an, ey. Hier gab es schon mal Wasser. Da vorne ist ein Watertank. Und das hatte jemand aufgebrochen, deswegen ist hier jetzt nichts mehr. Aber auf dem Schild steht immer noch Wasser drauf. Und der liebe Mann, der gibt uns jetzt ein bisschen Wasser. Somit werden wir das auch so schaffen. Wir kommen schon durch, ja. Aber nicht auf die Schilder verlassen hier, ne. Oha. Yeah! Woop, woop. Keine 5 Minuten on the road und wir haben kalte, fancy Getränke bekommen. Ich kann so weit sehen. Ich kann alles sehen. Das sind bestimmt 500 Kilometer in jede Himmelsrichtung. Ist das krass hier, Mann. Du schiebst, ne? Und los geht's. So, Tag Nummer 3 im Outback. Gutes Wetter. Laut Wetterbericht immer noch Rückenwind. Im Moment relativ windstill. Schauen wir mal. 40 Kilometer, dann sind wir bei der ersten Wasserstelle. Erstes Roadhouse! Woo! So, hier kann man Wasser kaufen. 5 Liter kosten $1, sind so ca. 60 Cent. Oh, das funktioniert ja schon mal sehr gut. Ja, okay.
Wir befinden uns jetzt hier in Pimba am ersten Roadhouse von einigen auf unserem Weg bis nach Alice Springs. Wir haben uns dagegen entschieden, jetzt die 8 Kilometer weiter weg von dem Stewart Highway weiterzufahren bis zum ersten Supermarkt. Wir haben so viele Lebensmittel mitgebracht. Nach einem Kassensturz unserer Taschen haben wir entschieden, wir werden einfach weiterfahren. Ja, die Ortschaft hier, die heißt auch Pimba. Und Pimba ist damals entstanden, da während des Zweiten Weltkriegs das British Empire ein Waffentestgelände gebraucht hat. Und ja, das Rennen hat letztendlich Australien gewonnen mit Pimba hier im Outback. Und hier wurden Waffen während des Zweiten Weltkrieges getestet. Ja, da hinten ist jetzt, wenn man ein bisschen weiter fährt, Woomera. Und in Woomera, da scheint noch eine Opalmine zu sein. Also Mining ist hier in Australien ein großes Thema. Kupfer, Eisen, Gold wird ja auch noch gemeint. Sogar ja, Edelsteine und Opal. Salz. Tag 4 geht zu Ende. Wir sind jetzt bei 80 Kilometern und erreichen gleich das zweite Roadhouse hier auf unserer ganzen Tour, Glendambo. Ja, heute war echt der schwierigste Tag bisher. So ein bisschen Wehwehchen treten halt ein, wenn man jeden Tag ja so Gas gibt und nichts anderes tut, als Fahrrad zu fahren. Ich habe Fabians Sonnenbrille auf, weil durch diesen ewigen Fahrtwind meine Augen total wehtun und total empfindlich geworden sind. Ja, so ihr merkt also, wir bleiben uns treu. Das Mimimi geht nach 4 Tagen Outback los. Aber trotzdem haben wir natürlich noch mega Bock. Wir müssen uns nur heute einfach mal gleich richtig gut ausruhen. Wir sind beide frisch geduscht nach 4 Tagen on the road. Hier am Roadhouse konnten wir so eine Jogger-Dusche benutzen. $5 hat die gekostet, war aber ohne Zeitlimit und super heiß, also hat richtig gut getan. Und ja, im Hintergrund seht ihr gerade, Fabi kommt mit unseren beiden Wassersäcken, 20 Liter, wird wieder aufgestockt und alle Flaschen voll gemacht. Mein Rucksack ist natürlich auch wieder voll. 2 Flaschen haben wir jetzt zusätzlich bekommen von Leuten, die uns die letzten Tage Wasser geschenkt haben. Die füllen wir jetzt auch nochmal auf. Das heißt, wir kommen jetzt, glaube ich, so auf 28, 29 Liter, die wir jetzt auch brauchen werden, denn morgen nehmen wir unsere größte Strecke in Angriff, die längste Strecke ohne Wasser, ohne Facilities, 254 Kilometer nach Coober Pedy. Wir sind unter 1000 nach Alice Springs. Diese kleinen, aber sehr spitzen Dornen, die hier überall wohl auf dem Boden verteilt sind, haben uns jetzt gerade eine Misere beschert. Wir haben unsere Wassersäcke auf den Boden gelegt, wie wir das eigentlich immer machen.
Und in einem, ja, hat es die Dornen reingehackt. Und wir haben jetzt hier mehrere Löcher in unserem 10-Liter-Sack. Auf den sind wir natürlich angewiesen. Das ist eine Katastrophe für uns. Wir haben hier von unserer Isomatte noch Flickzeug. Und wir hoffen mal, dass das nicht nur an der Isomatte hält, sondern vielleicht auch am Ortliebsack. Ja, das sind alles mega kleine Löcher. Ich weiß gar nicht, wie viele und ob wir die alle flicken können. 3. Ja, der Rabe, der klagt auch schon sein Unglück hier. Der freut sich, dass wir hier gleich verdursten und sterben. Da kann er uns essen. Hält nicht. Kannst du vergessen. Guck dir die Scheiße Hält an. nicht? Hält überhaupt nicht. Guck dir das an. Das kannst du vergessen. Ja, fahren wir nur mit einem Sack weiter. 10 Liter weniger. Wie sollen wir das schaffen? So, die erste Methode, unsere Thermarest flicken, hat nicht funktioniert, aber wir haben noch eine andere Matte. Da ist das Prinzip ein bisschen anders. Da hat man Kleber und Flicken. Das werden wir jetzt als zweites probieren. Wir werden jetzt aber erst den Wassersack komplett leer machen. Wir müssen zurück zur Tankstelle und da müssen wir alles wieder auffüllen. Der ganze Kleber jetzt hier eingetrocknet ist. Das kann doch einfach nicht sein. Boah, ich krieg's kotzen. Gib den Kleber, den du hast. Flickenkleber. Obwohl der Deckel drauf war, ist das eingetrocknet. Ne, nimm nicht den billigen. Nimm den da. Den neuen. Hast du gefurzt? Ja. Das stinkt. Richtig doll drücken. So, Wasser ist aufgefüllt. Der Sack wird jetzt andersrum auf dem Fahrrad befestigt, damit die Flicken nicht so viel Wasserdruck abbekommen. Kann ja nur gut werden. Also zurück zu Franzi und dann wollen wir mal gucken, dass wir weiterkommen. Bringt da jetzt nichts, den Kopf hier in den Sand zu stecken. Was bleibt uns auch anderes übrig? Es geht nicht anders. Wir müssen weiter und kämpfen. So, da fährt sie. Ich muss mich noch eincremen. Und da ich schneller bin als sie, kann sie schon mal vorfahren. Ich habe ihr aber gesagt, das darf sie nur machen unter einer Voraussetzung. Gestern ist sie vorgefahren, weil ich Luft aufpumpen musste. Und dann ist sie einfach von der Straße runter, hat sich irgendwas angeguckt, ein See oder sowas. Und ich wusste das nicht, bin an ihr vorbeigefahren. Und dann dachte ich, sie wäre vor mir. Und ich bin immer weiter gefahren. Und irgendwann denke ich mir, es kann doch gar nicht sein. Die fährt auch nicht so schnell, weil ich fahre viel schneller als die. Und die war einfach nicht da. Und dann war ich mir nicht sicher, ob die jetzt vor mir ist oder hinter mir ist. Das Problem ist, hier im Outback ist nichts, kein Empfang, kein Signal. Ich kann mit dieser Dame nicht kommunizieren, gar nichts. Und ich wusste nicht mehr, wo sie ist. Das Ende der Essenz, ich musste ein Auto anhalten. Wir fahren nicht so viele, aber wir fahren welche. Und habe gefragt, ob hinter mir eine Radfahrerin ist. Ja, wir sind hier im Outback. Und da muss man halt wirklich als Team arbeiten und wirklich sich aufeinander abstimmen. Sehr viel kommunizieren. Weil ansonsten kann sowas auch nach hinten losgehen. Stell dich vor, ich wäre immer weitergefahren. Hätte sie nicht mehr wiedergefunden. Und dann hätte sie vielleicht gedacht, er hat einen Platten, ich warte auf ihn. Er kommt nicht. So, es ist soweit. Der Wind hat gedreht. War ja klar, dass das irgendwann kommen musste. Wir fahren jetzt hier mit 10 km/h Durchschnitt rum. Das ist richtig zum Kotzen. Und ausgerechnet auf dem längsten Stretch. Und wir haben den heute erst begonnen. Und das mit unserem blöden Wassersack. Keine Ahnung, ey, was das schon wieder werden soll. Seht ihr diese Fliegen? Seht ihr diese ganzen Fliegen? Ja, ich stinke. Was dagegen?
ich habe einen platten Reifen. Fabi ist irgendwo vor mir. Ich habe mich zum ersten Auto umgedreht, was hier lang gefahren ist. Die Frau habe ich dann gebeten, wenn sie Fabian gleich sieht, der wird wohl 500 Meter oder so vor mir sein, einmal Bescheid zu geben. Hier kommt der Pannenservice. Was passiert? Der Buschfunk, der funktioniert hier ganz gut, ne? Bitte der Vorderreifen und nicht der Hinterreifen. Der Hinterreifen. Oh nee. Hat 10 Kilometer bis nach Coober Pedy. Da haben wir dann Halbzeit. Jeden Tag ist das Gleiche. Jeden Tag die gleichen Abläufe. Wir sind sehr glücklich, wenn wir das irgendwann geschafft haben. Es ist auf jeden Fall eine ordentliche Challenge. Uhr und täglich grüßt das Murmeltier. Tag für Tag ein kleines Stück weiter voran auf diesem riesigen Kontinent. Ich habe heute Nacht ziemlich beschissen gepennt. Es war irgendwas am Zelt. Ich vermute, es war ein Känguru. Es hat sich immer so angehört, so taps, 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 wie die halt so springen. Bin ich wieder eingeschlafen irgendwann und dann war das Tierchen wieder da. Und dann lag ich wieder eine halbe Stunde wach. Das war nicht so geil. Gute Neuigkeiten, unser provisorischer Flicken hält bis jetzt ganz gut. Manchmal kommt da schon so ein Tropfen Wasser raus, aber naja, im Großen und Ganzen hält das Ganze schon. Da sieht man mal wieder, wie gut wir auf solche Sachen vorbereitet sind. Unsere hart Improvisation ist alles. Unsere hart erprobte Ausrüstung hält bis jetzt. So, die Fliegen sind auch wieder da. Habt ihr schon mal so einen zugeschissenen Rastplatz gesehen? Das ist alles Rabenscheiße. Das ist der letzte Rastplatz jetzt vor Coober Pedy. Wir haben noch 45 Kilometer und wir wollen echt heute da einfach nur ankommen und ein bisschen fliegenfreien Komfort, würde ich sagen. Wir freuen uns auf eine Dusche und auf ein Bett und so langsam kommt hier auch der Empfang zurück. Zivilisation meldet sich wieder an. Eben kamen Nachrichten rein, jetzt ist zwar wieder alles weg. Wir konnten noch nicht ins Internet, aber es war jedenfalls schon mal da, das Signal. Stell dir einmal vor, du fährst tagelang durch die Wüste und plötzlich taucht vor dir eine Stadt auf. Das war schon ein geiles Gefühl, hier einzufahren. Vor über 110 Millionen Jahren war Australiens Zentrum von einem riesigen Binnenmeer umgeben. Klimatische Veränderungen, Hitze und Trockenheit ließen diesen Ozean über die Jahrhunderte komplett austrocknen. Somit wurde ein riesiges Opalfeld freigelegt und der Grundstein für die Stadt Coober Pedy war gelegt. 70% der auf der Erdoberfläche entdeckten weißen Opale kommen ursprünglich von hier, weshalb die Stadt auch den Ruf der Opalhauptstadt der Welt trägt. Da die Stadt vollständig abgelegen ist und über keine natürlichen Wasserquellen verfügt, wird das Meerwasser mit Hilfe einer modernen Entsalzungsanlage aus großer Tiefe unter der Erde gefördert und aufbereitet. Dies ermöglicht den Bewohnern, Trinkwasser zu nutzen. Es mag unglaublich klingen, aber man wohnt hier größtenteils in alten Stollen unter der Erde. Das Klima ist konstant angenehm um die 22 Grad, unabhängig von der Jahreszeit. Ein solches unterirdisches Haus kann man hier bereits ab etwa 50.000 € erwerben. Hier werden uns in einer Opalmine gerade die beiden unterschiedlichen Typen von Opalen gezeigt. Es gibt edle und unedle Opale. Beide sind unter Schwarzlicht sichtbar, jedoch schimmern die edlen Opale unter weißem Licht bunt. Die weißen Opale aus Coober Pedy zeichnen sich durch ihr vielfältiges Farbspiel in pastelligem Rosa, Blau und Grün aus. Es entsteht durch Lichtbrechung in den winzigen Kugeln des Silikatmaterials im Stein. Je leuchtender die Farben, desto teurer der Opal. Oh mein Gott, die Tür geht auf. So sieht unser Zimmer im Moment aus. Wir schlafen underground, so wie man das in Coober Pedy macht. Stehen unsere Fahrräder mit im Zimmer drin. Das hier bekommt man übrigens für
60 Euro. Mit Shared Bars und Shower. Und hier auf dem Boden versuchen wir gerade unsere Lebensmittel zu organisieren. Das sind die Sachen, die übrig geblieben sind von unserer Reise bis hierhin. Denn erst wieder in Alice Springs werden wir Lebensmittel einkaufen können. Wasser gibt es natürlich zwischendurch wieder bei den Roadhäusern. Und das Gute ist, an der zweiten Hälfte der Strecke bis nach Alice Springs durchs Outback, die größten Entfernungen haben wir jetzt schon hinter uns. Also die 250 Kilometer, die werden jetzt nicht nochmal auf uns zukommen. 155 Kilometer ist das weiteste ohne Wasser für uns, ja. Also, das machen wir ja jetzt mit links, ne? Links, genau. Brauchen wir gar kein Wasser mitnehmen. Das reicht. Gar kein Wasser, nein. In Cooper Pedy gibt es nicht nur Opale, sondern auch eine Känguru-Auffangstation. Hier kümmern sich Josephine und John Bookman um verwaiste oder verletzte Kängurus. Oftmals passiert dies leider durch einen Autounfall. Das Hauptziel der Einrichtung ist es, die Kängurus zu rehabilitieren und sie auf eine Wiederfreilassung vorzubereiten. Wir sind auf dem Weg nach Alice Springs. Wir haben 2 Tage jetzt in Cooper Pedy pausiert, haben unsere Wunden geleckt, haben unsere Vorräte aufgefüllt, uns die Stadt angeguckt, Wäsche gewaschen und jetzt trennen uns bis zur nächsten großen Stadt 700 Kilometer durch das Outback. Das heißt, dieser zweite Abschnitt wird jetzt nochmal um ungefähr 150 Kilometer länger als der erste Abschnitt von Port Augusta bis nach Cooper Pedy. Des Weiteren kommen wir jetzt in Dingoland. Ab hier können wir wohl auf wilde Dingos treffen. Ein Dingo-Fence wurde hier gebaut. Der geht über mehrere Tausende von Kilometern. Den haben Farmer gebaut, um zu verhindern, dass die Dingos sich die Schafe hier holen, weil die Schafe stehen hier teilweise einfach frei rum. Ich hoffe, die holen uns nicht, ne? Nicht, dass nachts am Zelt dann da irgendwie sowas mich dann aus dem Zelt rausziehen möchte oder so. Ich habe mein Balaklava mittlerweile über meiner Sonnenbrille gestülpt, da der Wind hier echt übel ist und ich schon seit langer Zeit Probleme mit roten Augen habe. Also mir platzen die Aderchen andauernd, weil alles total ausgetrocknet ist in den Augen. Wie krank ist das bitte, was man hier auf dem Boden überall findet, wenn man die Augen aufmacht. Das ist ein Game Boy Color, mit dem Ding bin ich aufgewachsen. Geil. Oh, wow. Bist du aber einer, ey. Guckt euch das an. So, und das hier hat das fressen die sich hier rein, ne? Gott. Da sitzen 100 Fliegen einfach nur auf deinem Mund drauf. Geil! Und das die nächsten 1000 Kilometer. Juhu! So, ich glaube, ich muss nicht sagen, wie das auf die Psyche geht, so von Fliegen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, von Fliegen beschlagnahmt zu werden. Dieses permanente Gesumme, dieses permanente, dass man im Sichtfeld einfach immer nur schwarze Fliegen hat. Ich wusste, dass hier Fliegen sein werden. Das hat uns jeder gesagt. Und wir haben auch die Fliegennetze gekauft und alles. Aber das jetzt hier, seit heute, das kann sich keiner vorstellen, was man hier den ganzen Tag von morgens bis abends aushalten muss. Wir müssen damit essen, wir müssen damit trinken, wir müssen damit pinkeln, auf Toilette gehen. Das ist unfassbar. Es ist eine Tortur.
Das wünsche ich wirklich niemandem. Jetzt ist die Mission warten, bis die Fliegen weg sind. Und das Zelt schon mal aufbauen. Und ich mache hier einen kleinen Steinkreis, um ein Feuerchen zu machen. Und ich habe richtig Probleme wieder mit meinen Augen. Dieser Wind, der ist so krass. Wir sind so gereizt, das ist echt scheiße. Jetzt machen wir Feuerchen, dann wird gleich gegessen. Dann gehen wir schlafen. Vielleicht sehen wir uns gleich noch den Sternenhimmel an. Ja, und danach geht morgen früh dasselbe wieder von vorne los. Und täglich grüßt das Murmeltier. Immer Feuer. Oh, es ist kalt. So, Fabian hat sich jetzt gerade sein Klappmesser geholt, denn wir haben Dingos bellen hören und Fabian hat Angst. Ja, die wissen. Krass, da hinten heulen echt Hunde. Lass mal zum Canyon. Willst du da hingehen? Können wir machen. Willst du? Jetzt hast du nämlich selbst Angst. Eieieiei. Wir haben gestern gesehen, dass da vorne so ein kleiner Mini-Canyon ist und ich glaube, das hört sich so an, als würden die Hunde, die Dingos da drin sein. Au, ne? Oh mein Gott. Ich hab da nichts gesehen. Gehen wir mal jetzt lieber, ne? Komm. Was ist hier passiert? Guten Morgen. I'm not too far away from you, to be honest. Like the last 2 days, I was really exhausted, physically and mentally as well. I will go back on the Outback Highway and go on the Udnadada track, which is parallel to the Stuart Highway. So maybe we are gonna arrive at the same time. Who knows? On the Stuart Highway, that's possible. And be careful on the roads. Road trains are the worst. Brian, den wir schon auf dem Fahrrad in Neuseeland kennengelernt haben, hier mitten im Outback noch einmal wiederzusehen, war wirklich verrückt. Wir haben uns alle drei sehr gefreut, ein paar der einsamen Kilometer durch das Outback gemeinsam zu fahren. Fuck, Mann! Fabian, ich war schon 1 Minute lang stehen. Ich hab's nicht gesehen! Ist alles in Ordnung? Du bist einfach angehalten. Fabian, stopp! Ist alles okay. Du bist einfach abgebremst. Fabian, sehr lange, sehr lange. Du hast ein paar Mal zu mir hingeguckt, ich hab dich angeguckt. Ich hab das nicht gesehen. Es ist nichts passiert, ja? Aber immer schön geradeaus gucken, ne? Unser erster Unfall und wir knallen einfach ineinander, weil wir so einen bescheuerten Adler beim Aasfressen anschauen. Kann doch nicht wahr sein. ...260 km to Alice Springs. Endspurt. Es wird Zeit, ich habe auch keinen Bock mehr. Let's go! Let's go! Es wird plötzlich grün und
es fühlt sich so unrealistisch an, nachdem wir jetzt 2 Wochen einfach nur durch diese Wüste gefahren sind, wo alles trocken war. Und plötzlich tauchen aus dem Nichts diese ganzen Wiesen auf, wieder Bäume, Eukalyptusbäume und diese wunderschönen Berge im Hintergrund. Total krass. Ich bin gerade total überwältigt. Und das alles mit dem Fahrrad. Wir sind jetzt hier genau in der Mitte von Australien. Unfassbar. Hier im Outback wollen wir nicht, dass irgendwelche Menschen sehen, wo wir campen. Das ist nicht so nice. Everyone on the ground. Not too nice here, but we're gonna stay. We're gonna stay. It's okay. When it's completely dark, no one will see us. You see? You see? What is it? Spider? No, it's Rock? Gecko? grasshopper. So, es ist 7:30 und ich habe es gestern gesagt. Irgendjemand will heute früh einen Platten haben. Direkt Karma kassiert. Ich habe einen Platten und das Geilste ist, unsere Isomatte hat auch ein Loch. Franzi hat das Loch bereits gefunden und fixt es und ich werde das Fahrrad jetzt zurück zur Straße tragen. Oh Mann ey. Hier im Outback ist alles voller Dorn, es ist so nervig. Wenn du einmal von der Straße runter gehst, hast du direkt 50% Chance, dass du ein Loch kriegst. Das ist so hart. Scheiße. Mann. Klappt aber auch nichts. Jeden Tag die gleiche Scheiße. And the air pump is Friday. Das Ziel ist nun zum Greifen nahe. Die Ausrüstung hat uns treu gedient, die Einschätzung unserer Fähigkeiten war richtig und unsere Willenskraft stark genug. Wir haben heute extremen Gegenwind, sehr anstrengend und ein paar unerwartete Höhenmeter seit 2 Tagen. Ich bin fassungslos. Mittlerweile ist man auf den Gegenwind der Roadtrains ganz gut eingespielt und weiß, was da auf einen zukommt. Morgen ein letzter Tag, bis wir Alice Springs erreichen. 60 Kilometer vor Alice Springs, Platten. Wenn gestern nur da ins Gebüsch rein, ich hab wieder einen Platten. Wir sind tatsächlich mit dem Fahrrad durchs Outback gefahren. Es gibt keinen Grund mehr, mein Urvertrauen jemals wieder in Frage zu stellen.
So, wir haben jetzt 20 Kilometer noch bis nach Alice Springs. Wir sind auf der einen Seite natürlich super happy, dass es ja, dann auch erstmal vorbei ist, mit dem Fahrrad durchs Outback zu fahren. Es war wirklich extrem anstrengend, herausfordernd, aber auch wirklich wunderschön. Ja!